Brisante Änderungen bei der Wehrpflicht. Ab 2026 dürfen Männer, die jünger als 45 Jahre sind, Deutschland nicht mehr ohne die Erlaubnis der Bundeswehr verlassen. Was das konkret bedeutet, wie das einzuordnen ist und wie du dich jetzt verhalten solltest, das werden wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch dir solche Entwicklungen langsam unheimlich werden. Wenn du zu dem Schluss kommst, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dich mit einem Plan B zu befassen, beziehungsweise du schon lange über einen Plan B nachdenkst, dann lade ich dich herzlich zu unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar in Zürich ein, das wir dort regelmäßig veranstalten. Dort befassen wir uns mit allen Aspekten eines Plan B, von zweiten Staatsbürgerschaften über Konten im Ausland, Edelmetalle im Ausland lagern, Vermögen international zu diversifizieren, wie man sich dem EU-Überwachungsapparat entziehen kann und wie man damit heute sofort anfangen kann, ohne zum Beispiel auswandern zu müssen. Mit dabei neben Daniel und mir ist wieder der Herr General außer Diensten Erich Wartlange, Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel, den du ja wahrscheinlich bereits kennst aus YouTube und vielleicht von den verschiedenen Bestsellern, die er geschrieben hat. Er wird für uns die geopolitische Lage einordnen und dir hinter verschlossenen Türen erzählen, was das konkret für deinen Plan B zu bedeuten hat, wohin du dich vielleicht orientieren solltest, welche Gebiete man eher meiden sollte. Und natürlich auch das Thema deutsche Verteidigungspolitik werden wir dort zur Sprache bringen. Was bedeutet die Aufrüstung? Was bedeutet die Wehrpflicht? Wie ordnet ein ehemaliger General die aktuellen Entwicklungen in Deutschland ein? Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Alle Infos auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung zu diesem Video. So, nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ja auf diesem Kanal schon oft darüber gesprochen und auch oft dazu gewarnt, dass in Deutschland das Thema Wehrpflicht scheibchenweise per Salamitaktik eingeführt bzw. weiter verschärft wird. Wir haben ja schon öfter das Wehrpflichtgesetz angeschaut, was die allgemeine Wehrpflicht bedeutet. Und ich habe dir in diesen Videos gezeigt, dass man schon immer bzw. seit Einführung der Wehrpflicht eigentlich Deutschland nicht ohne Erlaubnis der Bundeswehr verlassen konnte. Jedenfalls nicht, wenn man unter 45 Jahre alt war. Ich hatte dir gezeigt, dass dieses Gesetz grundsätzlich noch da war, auch wenn es in den letzten Jahren seit Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht letztlich nur auf den Spannungs- und Verteidigungsfall beschränkt war. Dass sich die Sache jetzt so schnell, so schlagartig und so klammheimlich ändert, damit hätte ich allerdings auch nicht gerechnet und ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, als mir in den letzten Tagen aus unserer Community Medienberichte weitergeleitet wurden, wie der folgende, den ich dir jetzt einmal zeigen werde. Da haben wir die Frankfurter Rundschau, Artikel vom 4.4.2026. Neue Wehrpflichtregel. Männer brauchen jetzt Bundeswehrgenehmigung für Auslandsaufenthalt. Eine drastische Änderung des Wehrpflichtgesetzes ist längst in Kraft getreten. Sie betrifft fast alle Männer unter 45 und hat weitreichende Folgen. Dann wird hier über die Wehrpflicht gesprochen, die jetzt ja wieder neu im Fokus ist. Und wir wissen ja alle, es gab vor kurzem das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Das ist ja nichts Neues. Junge Männer sollen künftig verpflichtend gemustert werden. Das Ziel der Bundeswehr ist eben, dass die Truppe weiter wachsen soll. Bisher war man davon ausgegangen, dass nur Männer ab einem Jahrgang von 2008 betroffen sein würden. Allerdings gab es jetzt eine weitere Änderung im Wehrpflichtgesetz. Dabei sind die Folgen dieser Änderung für Männer zahlreicher Altersklassen gewaltig. Wir schauen uns den Text gleich mal dann an. Konkret geht es um Paragraph 3 des Wehrpflichtgesetzes. Dieser regelt Inhalt und Dauer der Wehrpflicht in Deutschland. Und da steht eben, dass Männer sich die Genehmigung der Bundeswehr einholen müssen, wenn sie Deutschland für mehr als 3 Monate verlassen wollen. Egal, ob du auswandern willst, ob du studieren willst im Ausland oder nur auf eine ausgedehnte Weltreise gehen möchtest. Bisher war das Ganze, wie gesagt, nur im Spannungs- und Verteidigungsfall gültig. Das hat sich nun aber seit dem 01.01.2026 geändert. Selbst die Frankfurter Rundschau schreibt, dass das Verteidigungsministerium bisher Fragen nicht wirklich zufriedenstellend beantworten kann. Eine Ablehnung des Ausreiseantrages ist offensichtlich nicht vorgesehen. Das Stellen des Antrages aber dennoch Verpflichtung. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte, die in § 3 Absatz 2 festgehaltene Genehmigungspflicht grundsätzlich auch außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles gilt. Hintergrund und Leitgedanke dieser Regelung ist eine für den Bedarfsfall belastbare und aussagekräftige Wehrerfassung. Wir müssen für den Ernstfall wissen, wer sich gegebenenfalls längerfristig im Ausland aufhält.
Soweit die Frankfurter Rundschau. Natürlich haben auch andere Medien darüber berichtet. Zum Beispiel die Berliner Zeitung hat umfassend zu diesem Thema berichtet. Und tatsächlich habe ich auch in den ausländischen Medien eine ziemlich umfangreiche Berichterstattung dazu gesehen. Denn das Ganze ist ziemlich einmalig. Es gibt kein anderes wichtiges, großes Land, zumindest nicht unter den westlichen Ländern, die eine solche Regelung haben. In der Tat fällt einem spontan nur die Ukraine und Russland ein, die sich mittlerweile ja in einem Krieg befinden, wo entsprechende extreme Ausreisebeschränkungen gelten. Kein Wunder also, dass diese Neuregelung auch international auf große Verwunderung stößt, denn sie widerspricht ja eindeutig den Grundsätzen der Personenfreizügigkeit und ist mit bürgerlichen Freiheitsrechten ganz klar nicht zu vereinbaren. Das trifft natürlich für das ganze Wehrpflichtsthema zu, wie ich dir schon vielfach gesagt habe. Die Wehrpflicht, sie ist ein Blut- und Bodenkult. Sie ist ein Überbleibsel aus der Nazizeit und Deutschland hätte nie eine Wehrpflicht einführen dürfen. Dass kleinere Länder eine Wehrpflicht einführen, wie zum Beispiel die Schweiz oder auch Israel, das kann man gerade noch verstehen. Anderweitig würde man ja dort gar keine Armee aufstellen können. Dass ein großes Land wie Deutschland, gerade ein Land wie Deutschland mit seiner Geschichte, sich auf die Wehrpflicht beruft, diese halb wieder einführt und sie nicht schon lange auf dem Schrotthaufen der Geschichte verrotten lässt, das spricht Bände. Die sogenannten Mainstream-Parteien, die sich ja immer rühmen für ihre Rechtsstaatlichkeit. Sie reden immer groß über die AfD und die Gefahr von rechts, aber selbst sind sie munter dabei, aus dem tiefsten Brustton der Überzeugung Nazi-Gesetze einzuführen und völlig schamlos diese der Bevölkerung zu verkaufen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich glaube, wenn du einen Amerikaner fragen würdest oder einen Briten, wie er dazu stehen würde, dass man den Staat um Erlaubnis fragen müsste, um das Land zu verlassen, die würden einem den Vogel zeigen. Ich glaube, eine solche Regelung würde zu Aufständen führen in Ländern wie UK oder auch den USA. Aber jetzt schauen wir uns doch zunächst mal den Wortlaut des Gesetzes näher an. Ich fange mal ganz vorne an beim Wehrpflichtgesetz. Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben oder ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben und entweder ihren früheren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hatten oder einen Pass oder eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland besitzen oder sich auf andere Weise ihrem Schutz unterstellt haben. Die Wehrpflicht ruht, solange Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt und ihre Lebensgrundlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie beabsichtigen, ihren ständigen Aufenthalt im Ausland beizubehalten. Also zunächst mal, wenn du im Ausland bist, dann könnte man ja aus dieser Formulierung schließen, dass du dann auf der sicheren Seite bist. Aber nämlich Absatz 3 sagt, die Wehrpflicht ruht nicht, wenn Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt ohne die nach Paragraph 3 Absatz 2 erforderliche Genehmigung aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen oder eben auch, wenn du während des Wehrdienstes aus der Bundesrepublik Deutschland deinen Wohnsitz hinaus verlegst. Also, das heißt, es ist korrekt, dass wenn du langfristig im Ausland lebst, die Wehrpflicht ruht, aber eben wenn du dir davor nicht die Genehmigung der Bundeswehr eingeholt hast, im Ausland zu sein, dann gilt die Wehrpflicht für dich weiter. Das heißt, tatsächlich wäre es rechtsbrüchig, sich im Ausland aufzuhalten und sich die Genehmigung der Bundeswehr einzuholen. Kommen wir zum Paragraphen 2 und da gab es jetzt eben diese wichtige Änderung. Paragraph 2, die Paragraphen 3 bis 52 gelten im Spannungs- und Verteidigungsfall. Das wurde entsprechend eingefügt, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Neu ist jetzt, außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls gelten Paragraphen 3 und so weiter und so fort. Und dieser Paragraph 3, der ist es, welcher genau die Genehmigungspflicht enthält. Natürlich gab es dann im Wehrpflichtgesetz auch noch andere Ergänzungen, wie zum Beispiel Paragraphen 15a und 16, die dann für alle Personen ab 2008 gelten, wo es eben um die Erfassung und die Musterung geht. Kommen wir jetzt zu dem Paragraphen 3, wo die Meldepflicht beschrieben ist. Und das finden wir genau hier. Absatz 2, männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen, ohne dass die Voraussetzungen des Paragraphen 1 Absatz 2 bereits vorliegen. Das gleiche gilt, wenn sie über einen genehmigten Zeitraum hinaus außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbleiben wollen oder einen nicht genehmigungspflichtigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über 3 Monate ausdehnen wollen. Die Genehmigung ist für den Zeitraum zu erteilen, in dem die männliche Person für eine Einberufung zum Wehrdienst nicht heransteht. Über diesen Zeitraum hinaus ist sie zu erteilen, soweit die Versagung für die männliche Person eine besondere Härte bedeuten würde. Die Wehrpflicht endet mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Wehrpflichtige das 45. Lebensjahr vollendet und im Spannungs- und Verteidigungsfall das 60. Lebensjahr vollendet.
Also hier kannst du es sehen, du musst um Genehmigung fragen, wenn du Deutschland verlassen willst. Jedenfalls dann, wenn du das 17. Lebensjahr vollendet hast und jünger als 45 Jahre bist. Deswegen war meine Empfehlung immer und ist schon lange, wenn du Kinder hast, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, spezifisch Söhne, dann solltest du dir überlegen, ob das nicht ein guter Zeitpunkt ist, jetzt auszuwandern, solange sie das 17. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Ich habe ja Deutschland schon vor 26 Jahren verlassen. Ich habe auch Kinder, die haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft, aber sie alle haben Deutschland verlassen, bevor sie 17 Jahre alt waren, beziehungsweise einige von ihnen haben in Deutschland gelebt. Das heißt, sie sind natürlich von dieser Regelung nicht betroffen. Das heißt, wenn du möchtest, dass deine Kinder von diesen Regelungen befreit sind, dann ist es das Beste, wenn du sie aus Deutschland entfernst, bevor sie das 17. Lebensjahr vollenden. Muss man nun eigentlich davon ausgehen, dass die Genehmigung verweigert wird, Deutschland zu verlassen, wenn man diesen Antrag stellt? Und natürlich, wir müssen auch berücksichtigen, bisher ist ja noch gar nicht klar, wie man überhaupt den Antrag stellen muss. Das Ministerium hat ja gesagt, man ist noch dabei, an den entsprechenden Verwaltungsvorgaben zu arbeiten, die entsprechenden Formulare zu entwerfen. Das heißt, momentan noch wärst du wahrscheinlich in einer Situation, bevor eben die Verfahrensanweisungen für die Karrierecenter vorliegen, Deutschland einfach noch zu verlassen, ohne die Genehmigung einzuholen, denn de facto, obwohl es das Gesetz gibt, hast du momentan gar keine Möglichkeit, diese Genehmigung einzuholen. Sie gilt natürlich auch übrigens, wenn du den Kriegsdienst verweigern willst. Ja, also das heißt, auch als Kriegsdienstverweigerer musst du dir eine Genehmigung einholen, Deutschland zu verlassen. Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. Jetzt sehen wir mal an, man kann dann tatsächlich den Antrag stellen, vielleicht online. Dann würde ich im Grunde davon ausgehen, dass der Antrag genehmigt wird, ist ja völlig klar. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass du überhaupt fragen musst. Es geht ja darum, dass du dem Staat melden musst, ich bin jetzt im Ausland, da werde ich das und das machen, so lange werde ich da sein. Und du hast ja gesehen, wenn du dann im Ausland bist und planst, länger zu bleiben als ursprünglich geplant, musst du wiederum um Erlaubnis fragen. Was macht denn das mit einem Erwachsenen, der im Grunde genommen seine bürgerlichen Freiheitsrechte nicht nach Belieben nutzen kann, ohne vorher um Erlaubnis fragen zu müssen? Das ist doch eine Infantilisierung von Erwachsenen. Das kennen wir aus Institutionen wie Gefängnissen oder schlecht geführten Pflegeheimen, wo Erwachsene zu Kindern gemacht werden. Und ich habe dafür keine Beweise, aber ich vermute, dass es dem Staat genau darum geht. Der Staat will dir durch solche Maßnahmen zeigen, dass er dich buchstäblich an den Eiern hat. Dass du nichts bist, dass du keine Rechte hast, dass du selbst für die Ausübung ganz grundlegender, simpler Freiheitsrechte wie das Verlassen des Landes um Erlaubnis fragen musst. Und wenn du dann mal in die deutsche Geschichte schaust, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass wir schon immer in Deutschland diese Besessenheit hatten, letztlich die Leute abzuhalten vom Gehen. Erinnern wir uns an die Reichsfluchtsteuer aus der Weimarer Republik, die dann ja von den Nazis perfektioniert wurde. Erinnern wir uns an die Berliner Mauer, erinnern wir uns an die DDR, erinnern wir uns an die Corona-Maßnahmen, erinnern wir uns an die Wegzugsteuer, die erweitert beschränkte Steuerpflicht, erinnern wir uns an das Passgesetz. All das sind ja völlig zunächst mal nicht zusammenhängende Maßnahmen. Aber daraus ergibt sich doch ein Bild, dass der deutsche Obrigkeitsstaat offensichtlich das Interesse hat, dich vom Gehen abzuhalten. Und wenn ein Staat eben solche Maßnahmen einführt, und natürlich ist mir klar, dass wenn du wirklich willst, dass du dann wirklich gehen kannst. Auch unter den Nazis konntest du wirklich gehen, aber du hast möglicherweise dann die deutsche Staatsbürgerschaft verloren und einen Großteil deines Vermögens. Und das führt eben dann dazu, dass Leute vielleicht zwar theoretisch noch gehen können, aber im Grunde genommen dann nicht mehr gehen, weil sie eingeschüchtert werden, weil sie demotiviert sind. Und das sind genau die Folgen eines Überwachungsstaates. Und deswegen finde ich es besonders perfide, dass auch heute noch 2026 in einem demokratischen Land, einer Republik, eine demokratisch gewählte Regierung solche Gesetze überhaupt verabschiedet. Eigentlich müssten diese Politiker doch sagen, naja, wenn wir uns mal die deutsche Geschichte anschauen, da gibt es da in puncto Gesetzen ja doch einige sehr bedenkliche, traurige Präzedenzfälle und da wollen wir uns nicht einreihen. Das wollen wir bewusst anders machen. Wir wollen für Freiheit stehen, für bürgerliche Rechte, für Personenfreizügigkeit, was ja immer so hochgehalten wird in der EU. All die Maßnahmen, die ich gerade eben genannt habe, die stehen ja diametral gegen das Prinzip und auch die Philosophie der Personenfreizügigkeit. Das heißt, wir sind im Grunde genommen sowas wie ein Frosch, der im Wassertopf sitzt, wo die Temperatur langsam immer weiter aufgedreht wird. Und da kommen immer so kleine Änderungen, häppchenweise, scheibchenweise. Und langsam werden die Mauern höher gebaut. Langsam gibt es immer mehr Schranken. Und irgendwann wird es dann de facto fast unmöglich zu gehen, weil der Staat eben in so viele Lebensbereiche dann eingreift. Extrem viele Auswanderer, die wir beraten, möchten ja nicht mal beim Einwohnermeldeamt angeben, wohin sie umziehen, in welches Land sie umziehen, weil sie nicht wollen, dass der deutsche Staat weiß, nachdem sie weggezogen sind, in welchem Land sie wohnen. So große Sorgen machen sie sich, dass da noch irgendwas kommt vom deutschen Staat. Nicht, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, nicht, weil sie irgendwas zu verstecken haben,
sondern weil sie die Erfahrung mit dem Staat gemacht haben, dass er übergriffig ist, dass er ungerecht ist, dass er willkürlich ist und dass man sich nicht gegen ihn wehren kann. Und das Einzige, sich dagegen wehren zu können, ist im Grunde genommen, sich aus dem Staat zu entfernen und möglichst wenig in Zukunft damit noch zu tun zu haben. Und ich rede jetzt davon, all seine Pflichten erfüllt zu haben und alles korrekt zu machen. Und daher ist doch eine solche Regelung, wo ich jetzt sogar um Erlaubnis fragen darf, umzugehen, wo ja eine reine Meldepflicht nicht mehr reicht. Man hätte ja auch sagen können, wenn es wirklich dem Ministerium darum geht, was sie sagen, hätte man ja einfach eine Meldepflicht einführen können. Man hätte ja einfach sagen können, okay, wenn du ins Ausland gehst, dann musst du einfach melden, dass du jetzt im Ausland bist zum Beispiel. Hätte ich auch schon problematisch gefunden, aber das hat man nicht gemacht, sondern man spricht bewusst von einer Genehmigung. Natürlich, jetzt sagt die Regierung, naja, die Genehmigung soll ja erteilt werden, es gibt ja gar keinen Plan, überhaupt diese Genehmigung zu verweigern. Aber warum habe ich dann überhaupt ein Genehmigungsverfahren? Wenn ich nicht plane, dass wenigstens manche an der Ausreise gehindert werden, warum habe ich dann überhaupt ein Genehmigungsverfahren? So, was könnten die Konsequenzen sein, wenn du dich nicht an dieses Gesetz hältst? Also, wie gesagt, momentan gibt es ja noch keine Verwaltungsvorschriften, wie das ganz genau zu erfolgen hat, aber mal angenommen, die gibt es und mal angenommen, du hältst dich nicht daran, sondern du gehst einfach ins Ausland. Kannst du davon ausgehen, dass du dann am Flughafen angehalten wirst? Solange wir uns nicht im Spannungs- und Verteidigungsfall befinden, halte ich das für unwahrscheinlich. Aber du musst immer wissen, dass es in Deutschland nicht nur ein krasses Wehrpflichtgesetz gibt, sondern es gibt ein ebenso krasses Passgesetz. Auch das ein Gesetz, das es praktisch in keinem anderen Land gibt. Hier will ich dir jetzt den Artikel 7 zur Passversagung einmal zeigen. Und auch darüber haben wir natürlich schon viel gesprochen und das musst du unbedingt in einem Kontext mit dem Wehrpflichtgesetz sehen. Passversagung. Der Pass ist zu versagen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passbewerber, und dann gibt es einige Regelungen, als Wehrpflichtiger eines Geburtenjahrgangs, dessen Erfassung begonnen hat, ohne die nach § 3, genau das, was wir gerade eben besprochen haben, das Wehrpflichtgesetz erforderliche Genehmigung des Kreiswehrersatzamtes die Bundesrepublik Deutschland für länger als 3 Monate verlassen wird. Das heißt, wenn du nach 2007 geboren bist, also ab 2008 und einfach ins Ausland gehst, ohne die Genehmigung einzuholen, dann kann dir der deutsche Pass entzogen werden. Beziehungsweise dir kann die Ausstellung eines neuen Passes versagt werden. Also, mal angenommen, du bist nach 2007 geboren, ab 2008, du gehst irgendwo ins Ausland, du lebst in Mexiko, dein deutscher Pass läuft ab, du gehst zur deutschen Botschaft nach Mexiko, willst einen neuen Pass beantragen, so macht man das, wenn man im Ausland lebt. Und dann sagt die Botschaft dir, leider geben wir Ihnen keinen neuen Pass, denn Sie haben die Bundesrepublik Deutschland verlassen, ohne die Genehmigung einzuholen, daher kriegen Sie keinen neuen Pass. Und dann kannst du sehen, was passiert, dann bist du ja komplett aufgeschmissen. Dann kannst du nur noch nach Deutschland reisen, die geben dir dann ein Reisedokument, damit kannst du nach Deutschland fliegen. Und dann hat sich der Traum vom Auswandern erledigt. Absatz 8 dieses Passgesetzes als Wehrpflichtiger ohne die nach § 48 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe B oder § 48 Absatz 2 des Wehrpflichtgesetzes erforderliche Genehmigung des Kreiswehrersatzes die Bundesrepublik Deutschland verlassen will. Und dann geht es hier auch zu Kriegsdienstverweigerern. Das heißt, das betrifft im Grunde alle Männer unter 45. Aber wichtig, hier § 48, der gilt ja nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Ja, das heißt also, Männer, die vor 2008 geboren sind und ins Ausland gehen, ohne sich die Genehmigung einzuholen, denen kann zumindest nach der aktuellen Fassung des Passgesetzes der Pass nur im Spannungs- und Verteidigungsfall abgenommen werden, beziehungsweise die Neuausstellung eines Passes verweigert werden. Aber wir haben ja jetzt gesehen, wie schnell sich Gesetze ändern können. Also, dass man jetzt auch noch beim Passgesetz hier einen neuen Absatz einfügt, das lässt sich ja praktisch über Nacht erledigen. Daher, wie kannst du dich schützen? Nun, der effektivste Weg, dich zu schützen, ist natürlich eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben, einen Zweitpass. Du musst gar nicht die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen, aber wenn du davon ausgehst, dass du im Ausland bist, dass zum Beispiel dein deutscher Pass entwertet werden könnte, hast du einen zweiten Reisepass, mit dem du dann die Welt bereisen kannst. Und dann ist dir egal, ob du den deutschen Pass hast oder nicht. Du müsstest natürlich dann, aber wie gesagt, ich denke, davon sind wir noch ein paar Eskalationsstufen entfernt, aufpassen, wenn du in Deutschland einreist. Der ausländische Pass könnte dir zwar nicht weggenommen werden, aber du hast unter Umständen andere Repressalien dann zu befürchten. Wie kann man einen zweiten Pass bekommen? Der einfachste Weg ist über Abstammung. Wenn du Eltern, Großeltern hast, die andere Staatsbürgerschaften hatten, würde ich mich unbedingt damit beschäftigen, ob du diese Staatsbürgerschaft ebenfalls annehmen kannst. In vielen Fällen ist das möglich. Der zweiteinfachste Weg ist über Einbürgerung. Du ziehst einfach in ein Land um und lebst dort eine gewisse Zeit. Sehr schnell geht zum Beispiel Argentinien, wobei du da praktisch das Land für 2 Jahre nicht verlassen darfst, auch nicht für einen Tag.
Und dann braucht es ungefähr weitere 2 Jahre, bis du einen Pass hast. Das sind dann insgesamt 4 Jahre. In Serbien zum Beispiel geht es nach 3 Jahren. In Irland und vielen anderen EU-Staaten geht es nach 5 Jahren. Der schnellste Weg ist, einen Pass sich zu kaufen. Es gibt Citizenship by Investment Programme. Dort musst du ab 100.000 Euro bezahlen, damit du einen Pass bekommst. Wirklich super schnell sind diese Programme auch nicht. Ich würde sagen, du musst realistischerweise mit 3 bis 6 Monaten rechnen, bis du den Pass hast. Aber unter den gegebenen Umständen ist es der schnellste Weg. Also in diesem Sinne, stürmische Zeiten, langsam zieht sich die Schlinge zu. Das ist definitiv der Eindruck, den man hat. Vor allen Dingen natürlich auch in Kombination mit den ganzen EU-Überwachungsmaßnahmen vom digitalen Euro über Informationsaustausch, über EU-Kontenregister und was da so sonst alles noch auf uns zukommt. Aber es gibt Wege, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also gib nicht auf, sei nicht deprimiert, habe Zuversicht und Hoffnung. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, sich im Ausland neu aufzustellen, sich steuerlich zu optimieren, den Fängen des Überwachungsstaates zu entkommen. Ich würde mich freuen, dich in Zürich oder bei einem anderen unserer Seminare kennenzulernen. Natürlich können wir auch ein Beratungsgespräch führen und dich natürlich umfassend bei deiner Auswanderung bzw. deinem Plan B, wie zum Beispiel zweiten Staatsbürgerschaften, Konten außerhalb der EU etc. zu begleiten. Alle Links dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ein guter erster Schritt kann auf jeden Fall mal sein, unseren Telegram-Kanal zu abonnieren. Da tauschen sich unsere Community-Mitglieder praktisch 24 Stunden lang aus. Auch ich bin oft in dem Telegram-Kanal. Ich würde mich freuen, dich in unserer Community begrüßen zu dürfen und auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.